Es geht in die Großstadt und während uns die legendäre Metropole San Francisco begeistert, gibt es auch einige Orte, die dem Hype nicht ganz gerecht werden. Vor allem aber machen wir uns Gedanken um die Sicherheit, denn viele Kalifornier hatten uns wegen der Kriminalität von einem Besuch mit dem Van abgeraten. Wo Nöte sind, da steigt auch die Kriminalität und gerade Diebstahl und Vandalismus sind in San Francisco ganz oben auf der Liste. Guten Morgen und willkommen zu diesem neuen Video. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und uns heute nach San Francisco begleitet. Wir starten wieder am selben Platz wie letztes Mal. Das fühlt sich ein bisschen an wie zu Hause mittlerweile. Wir haben hier schon einige Nächte verbracht, aber wir haben auch richtig Bock, jetzt endlich diese große Stadt zu sehen. Und das gehen wir heute an. So. Danke vielmals. Funktioniert's? Ich versuch's. Okay. Die Seite ist nicht die schnellste. Hast du schon gesehen, von welcher Station wir fahren? Okay, irgendwie lädt die Seite heute besonders langsam. Ja, aber wieso Station? Wir wollen auch nach San Francisco. Ja, das Ding ist, viele Locals, mit denen wir über San Francisco gesprochen haben, meinten, sie wären eher besorgt, wenn wir tatsächlich mit dem Van in die Stadt reinfahren wollen, denn gerade Diebstahl und Einbrüche bei Fahrzeugen sind wohl an der Tagesordnung in der Stadt. Ja, wir haben unser ganzes Leben im Van. Wir wollen da möglichst kein unnötiges Risiko eingehen, also fahren wir wohl mit dem BART rein. Das ist Bay Area Rapid, wie hieß das? Transit. Und wir fahren von welcher Station? San Bruno bis jetzt. San Bruno, okay. Wenn sich das nicht ändert. Sieht aus, als würden wir von San Bruno reinfahren. Ich glaube, das sollte auch nicht allzu lange dauern. Das ist ein recht schneller Zug. Eine halbe Stunde. Ja, das ist ja perfekt. In die Innenstadt. Ja, dann können wir da Jimmy parken und fahren mit dem Zug rein und müssen uns wirklich keinen Kopf darüber machen, was jetzt mit Jimmy passiert, während wir ihn da stehen lassen, ohne uns, ganz allein. Aber ja, jetzt wollen wir uns fertig machen. Wir schauen, wann der Zug fährt und dann wollen wir nicht weiter Zeit verlieren und losfahren. So, und los geht's. Jimmys Sicherheit liegt uns am Herzen, aber auch wenn wir zum Beispiel im Internet unterwegs sind, wollen wir sicher surfen können und deshalb ein großes Dankeschön an CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos. Im Alltag, aber auch beim Arbeiten wollen wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung stets sicher ist und unsere Daten auch nicht in falsche Hände geraten. Und deshalb verlassen wir uns auf den VPN von CyberGhost. Der VPN von CyberGhost stellt sicher, dass unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet werden. Damit fühlen wir uns zum Beispiel auch dann sicher, wenn wir unsere Finanzangelegenheiten online erledigen, denn es weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen können wir mit CyberGhost VPN auch Geoblocking umgehen. Wir stellen einfach den passenden Standort ein und können so Websites, YouTube-Videos oder auch Filme und Serien von über 35 Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder auch Disney Plus wie gewünscht konsumieren, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Da ist es auch verständlich, dass CyberGhost weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es von Websites wie computerbild.de, chip.de und pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst könnt ihr natürlich auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie. Und falls man doch mal Unterstützung braucht, so gibt es auch einen deutschen Support, der 24/7 erreichbar ist. Und wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt auf den Link unten in der Videobeschreibung. Damit bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis und bezahlt gerade mal 2,03 € im Monat. Und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. So, jetzt müssen wir nur noch das Ticket lösen und das Coole ist,
hier kann man das ganz einfach mit einem iPhone, aber ich glaube auch Android, also über das Wallet so eine Clipper-Karte hinzufügen und dann kann man das alles übers Handy machen. Ja, nutzen wir gleich, oder? Ja. Sehr gut funktioniert. 4,60 $ hat uns die Fahrt jetzt gekostet. Jetzt sind wir noch für ein paar Stationen im Bus und dann sind wir uns gleich am ersten Ziel. Unser erstes Ziel hier in San Francisco sind die Painted Ladies, die 7 bunten Häuser hinter mir. Und ja, ich habe mir ehrlich gesagt mehr erwartet, denn die sind im Californian Gold Rush entstanden und sollten damals den Wohlstand der Bauherren zum Ausdruck bringen. Auch heute sind die Häuser teurer als die durchschnittlichen Häuser, also eins kostet 3 bis 5 Millionen, aber so im Kontext mit den anderen Häusern sehen sie nicht mehr so pompös aus. Und auch nicht so farbig. Noch nicht so farbig, bei Painted dachte ich, dass die bunter sind, ja. Aber trotzdem ganz nett und vor allem hat man eine richtig schöne Aussicht auf die Stadt dahinter. San Francisco ist ja ganz schön hügelig, deshalb haben wir uns diesen Punkt als erstes ausgesucht, denn ja, wir hoffen, dass es jetzt nur noch runter geht. Ob das so sein wird, Also mit den ÖV geht es wirklich richtig gut hier in San Francisco. Was war das, eine Metro, die wir jetzt genommen haben? Tram, Metro, irgend sowas. 2,50 $ und wir sind direkt am nächsten Ziel, nämlich am Fähr Terminal, aber nicht wegen einer Fähre. So gut aus. Und das riecht auch richtig gut. Ja, ich werde nicht widerstehen können. Die haben mich einfach so angelacht. Es musste sein. Eigentlich ist der Donnerstag hier immer Streetfood angesagt, aber ja, wir hatten uns das ein wenig anders vorgestellt. Wir dachten hier so, ja, an so Food Trucks, aber offensichtlich sind hier nur Restaurants und ja, Cafés. Bäckereien wenigstens. Also der Cinnamon Roll ist auf jeden Fall richtig lecker. Ja. Der hat sich gelohnt. Auch die 6 $ ist er definitiv wert. Und auf der anderen Seite vom Terminal, also zur Bay ausgerichtet, sieht man auch die Brücke, die nach Oakland rüberführt. Die ist auch ganz cool, ja. Auch wenn es nicht die Golden Gate Bridge ist.
wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind wir jetzt in Chinatown angekommen. Und also für mich war das immer schon etwas, wenn ich es mal nach San Francisco schaffe, dann will ich auch das Chinatown sehen, denn das ist eines der ältesten und der best etabliertesten Chinatowns, ich glaube Amerikas, wenn nicht von der Welt. Ja. Bin gespannt. Und es geht bergauf. Und es geht bergauf, ja. Jetzt schon aus der Puste. Schon ziemlich witzig, hier in Chinatown einzutauchen. Man fühlt sich schon ein wenig, ja, irgendwo anders hinversetzt. Obwohl hinter uns, ja, das sind die großen Hochhäuser von San Francisco. Ja, der Kontrast, richtig cool. Das riecht gut hier. Hier wurden angeblich die Glückskekse, die es in so vielen chinesischen Restaurants gibt, erfunden. Und die werden hier heute noch so produziert, von Hand. Angeblich gibt es hier manchmal Kostproben. Vielleicht habe ich Glück. Ich hab Glück mit Glückskeksen, ist ja klar. Ist sie lecker? Das ist aber lecker. Ja? Ein paar kaufen. Also eigentlich mag ich Glückskekse nicht, aber das hier ist richtig lecker. Vielleicht müssen wir wirklich welche kaufen. Ist cool auch zu sehen, wie sie das machen hier. Voll. Man riecht ja auch so richtig, wie die frisch gebacken werden. Und die Damen hier, die falten die wohl und tun die Zettel rein. Das ist so ein bisschen süßlich. Natürlich muss es welche geben. Ja, natürlich. Aber ich hatte erst Angst, dass wir... Oh, die haben mir noch ein paar gratis dazugegeben. Oh, die sind noch richtig warm. Aber auf jeden Fall habe ich so eine kleine Packung gefunden von diesen mini-runden, ungefalteten Cookies. Aber ohne nix. Spruch. Nee, ohne Spruch. Geht ja nur um den leckeren Teig. Schau, die haben ganz viel da reingelegt. Wie cool ist das? Gibt's gleich Proviant für unterwegs? Ich habe eh Hunger. Schon wieder. Ja, schon wieder. Immer noch. Das vorhin hat nicht gereicht. So, weiter geht's. Ganz schön was los hier. Aber es ist ein Klassiker, muss man auch machen, oder? Ja. Was für eine coole Fahrt. Muss man halt einfach wirklich mal gemacht haben. War ganz schön eng da oben. Ja. Aber ist nochmal so ein Highlight. Wir machen ja nur Highlights von San Francisco. Aber das hier ist auf jeden Fall Ein speziell. Highlight. Ja, genau. Ja. Und wer hat bereits erkannt, wo wir uns befinden? Genau hier, an der Lombard Street. Ich glaube, eine der berühmtesten Straßen in San Francisco. Die kennt man vor allem aus unzähligen Filmen und Fotos. Aber so spektakulär ist sie nicht. Also
Und vor allem das Witzige ist, es sind zwar 8 Kurven auf, was sind das, glaube ich weiß nicht mehr, auf wenigen Metern auf jeden Fall, aber es ist weder die kurvenreichste Straße noch die steilste Straße von San Francisco, die sind woanders. Und trotzdem merkt man, dass das hier einfach wirklich der touristischste Ort ist, den wir heute bisher in der Stadt gesehen haben. Ja, aber es ist eigentlich schon schön, also ja, mit den Häusern und hier leben Grüne. Ja, also die armen Leute, die hier leben, die tun einem richtig leid, denn hier ist es richtig voll. Ja, bis zu 130 Autos pro Stunde. Viel Spaß. Und das meinten wir mit, es ist sehr touristisch hier. Das ist die steilste Straße von San Francisco, nicht wahr? Die ist wirklich steil. Tut schon das Knie weh. Ich bin schon froh, dass wir mit dem Zug reingefahren sind, denn ja, ich glaube, sonst würde ich mir viel zu viele Sorgen machen. Das Thema Sicherheit ist hier in San Francisco übrigens stark auch mit der Wohnsituation verknüpft. Eine Einzimmerwohnung gibt es hier ab $3.000. Das ist einfach wahnsinnig viel und gerade seit der Pandemie oder während der Pandemie konnten sich das immer weniger Leute leisten. Es gibt damit auch über 8.000 Obdachlose mittlerweile in San Francisco alleine. Und ja, wo Nöte sind, da steigt auch die Kriminalität und gerade Diebstahl und Vandalismus sind in San Francisco ganz oben auf der Liste. Oh, Leute. Wir sind ganz schön fertig. San Francisco ist eine coole Stadt, aber auch anstrengend, wenn man so viel an einem Tag sehen will. Ja. Meine Füße tun weh. Ja, wir sind doch ganz schön geschlaucht. Wir dachten, wir können das heute alles fertig machen. Ja. Nee, wir werden morgen nochmals hierher kommen. Ihr seht hinter uns, wo wir zurzeit sind. Da machen wir morgen weiter. Ja, wir müssen bis morgen warten, aber für euch dauert es eine Sekunde und wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Und hier sind wir wieder. In neuer Frische, voller Energie und die Sonne scheint auch wieder richtig schön heute. Ja. Und deshalb starten wir gleich hier, wo wir gestern aufgehört haben, beim Pier 39. Und hier gibt es eine Sache, die wir in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben. Aber dessen nicht müde werden. Genau. So schnell habe ich noch niemanden eine Crepe machen sehen. Der macht das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Nein, der macht das mehrmals täglich, sehr oft, sehr lange. Wir sind ja gestern hier mal kurz durchgelaufen, aber so viele Leute wie heute waren da definitiv nicht. Ja, man merkt, heute ist Freitag, viel mehr Touristen und ja, müssen uns richtig durchschlagen, um hier weiterzukommen. Floating, weightless, undersea. Diving. Wir hatten erst ein bisschen Bedenken, denn zurzeit gibt es in Oregon und Nordkalifornien recht viele Waldbrände, die sogar hier die Sicht negativ beeinflusst hatten. Also wir hatten die letzten Tage wirklich richtigen Nebel zum Teil und man merkt auch heute, sieht man Alcatraz schon viel besser als gestern. Also es scheint sich doch zu verbessern. Ja. Ja, aber ja, ganz viele von euch haben uns empfohlen, unbedingt Alcatraz zu machen. Ich glaube, diesmal liegt es nicht drin für uns, aber vielleicht das nächste Mal. Also eigentlich sind wir nur deswegen hier. Ganz San Francisco, nur deswegen. Die sind richtig grantig hier, finde ich, aber die Pöbeln... Die ganze Zeit. Ja, die pöbeln dauernd rum. Aber trotzdem witzig. Das stinkt auch ein wenig. Hier stinkt es wirklich ein bisschen, ja. Man ist ihm so nah dran. Authentisch nennt man das.
ich würde ja sagen, wir sind in einer Großstadt, da sind auch die Menschen gestresst, darum sind auch die Seelöwen gestresst und leicht reizbar, oder? Das macht doch Sinn. Ja. Ich glaube, es ist doch so, dass Tiere auch in den Städten gestresster sind als in der Natur. Also ich behaupte jetzt, das ist ein Fakt, ihr könnt mich gerne wieder widerlegen. Fakt ist auch, ich habe wieder Hunger. Deshalb wird Jessie langsam unausstehlich. Ich bin auch gestresst, ich bin auch Großstadtmensch, wenn ich hungrig bin. Also ja, ich würde sagen, wir suchen jetzt mal eine Option, das ist für alle besser. Yeah, sunny days, no clouds in the sky, but again, away feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, fresh cut sushi on a platter, brandy, honey, it don't matter shots. Till I drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shop, oh yeah. Ich hatte es fast vergessen, aber ja, US-amerikanischer Tourismus ist oft eben, ja, doch so eine Attraktion ein bisschen oder irgendwie, ja, manchmal gleicht es eher einem Amusement Park, was grundsätzlich nicht schlecht ist, es soll jetzt nicht so negativ rüberkommen, aber es ist halt, es ist eher für Unterhaltung da, aber es ist nicht zwingend jetzt ein authentisches Fischerhafenviertel hier im Fisherman's Wharf. Und entsprechend sind halt eben auch die Preise. Also ich dachte, ich finde hier vielleicht was zu essen, aber es ist alles so teuer. Ich glaube, ich verschiebe das. Ich finde eine andere Lösung. Ja, also unterhalten wird man hier auf jeden Fall. I don't know, it's hard to say. Desperate causes anyway. Und natürlich darf eine Sache hier in San Francisco gar nicht fehlen. Und das ist, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, die Golden Gate Bridge. Und da vorne sieht man sie schon. Everything that is to know. Fireworks and even the smallest show. Sometimes you wanna raise your walls to a higher point, but you don't have to tell me anymore. Ich finde das richtig cool, hier am Strand spazieren zu können. Endlich ein bisschen raus aus der Innenstadt, wo so viele Leute waren. Ja, und hier eine wunderschöne Aussicht. Auf der einen Seite sieht man die Golden Gate Bridge, hinter uns Alcatraz. Also ja, was will man mehr? Gefühlt 3 Minuten vor Schließung waren jetzt noch ganz schnell hier im Fort und es ist es wirklich wert. Die Sicht ist nochmal ganz anders auf die Brücke. Ja, und die Brücke ist gar noch nicht so alt. Die steht seit nicht mal 100 Jahren und hat die damalige Fährverbindung ersetzt, die hier die 2 Seiten verbunden hat. Ja, ist wirklich wert, also ein Wahrzeichen zu sein von dieser Stadt. Hierher zu kommen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also diese Aussicht von hier unten ist unglaublich. Ja, und ich meine, die Brücke ist ja schon wirklich imposant. Also, Ja. Ich glaube, bei ganz vielen ist die ganz oben auf der Bucketlist, oder? Ja, also ich würde sagen, also für mich war das Hauptgrund Nummer 1, um hier nach San Francisco zu kommen. Und ja, da haben wir es. Aber es ist auch ganz schön frisch geworden. Also Ja. kaum ist die Sonne weg, der Wind ist stärker geworden und ja, es ist ganz schön kalt geworden. Ja, also ich glaube, wir suchen uns jetzt ein windgeschütztes Plätzchen, um noch ein bisschen die Brücke auf uns wirken zu lassen. Aber dann machen wir uns auch langsam auf den Weg zu unserem Genau. Jimmy.
Endlich zu Hause angekommen. Trautes Heim. Jimmy, so gut wie hier geht's uns nirgends, oder? Das stimmt. Und ich bin eigentlich schon froh, dass wir uns entschieden haben, ihn hier ein bisschen außerhalb stehen zu lassen. Wir hatten einfach einen ruhigeren Kopf, weil, also in der Stadt haben wir uns eigentlich immer sicher gefühlt, aber man hat doch ab und zu mal Scherben an den Parkplätzen Ganz gesehen. viele Scherben haben wir gesehen. Ja, also ich glaube, es war schon gut, lieber mit dem Zug reinzufahren. Und apropos Sicherheit, wir möchten uns an dieser Stelle beim Sponsor unseres heutigen Videos bedanken. Genau, denn nämlich über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für gerade mal 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, in diesem Sinne, wir hoffen, San Francisco hat euch genauso gut gefallen wie uns auch. Und da würde ich sagen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Wir würden uns sehr freuen. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. See ya! Bis dann. Es ist übrigens auch ein bisschen windig in San Francisco. Ich finde das richtig super. Super, super. Super! Super finde ich das. If I stay